Hier sind wir an der Steinernen Rinne in Rohrbach. Kannte ich bis gestern auch nicht. Der Name wurde mir angezeigt, als ich eine Spazierfahrt geplant habe. Und dann dachte ich, dass ich da gleich mal vorbei muss, mir das anzusehen. Das Gebilde hat sich über viele Jahre von ganz alleine aufgebaut, auch wenn man heute ein wenig nachhilft, damit das Wässerchen nicht eventuell noch entgleist. Schon ein gefallenes Blatt kann nämlich den Wasserlauf so verändern, dass das Wasser nicht mehr die Rinne entlang läuft, sondern an der Seite runter. Und das wäre ja schade. Deswegen passt man seit mehreren hundert Jahren auf, dass sowas nicht passiert. Ein Bach tritt an die Oberfläche, dessen Wasser sich unterirdisch in Karstgestein mit Calciumhydrogencarbonat vollgesogen hat. Tritt das Bächlein an die Oberfläche, gibt das Wasser gelöstes Kohlendioxid ab, aus dem Carbonat wird wieder unlöslicher Kalk und der sammelt sich beiderseits des Wasserlaufs. Bestimmte Algen sowie bestimmte Moose unterstützen den Aufbau dieser Kalkfelsen, weil sie das ausgefällte Kalkmineral binden. Das ist der gleiche Prozess, der dafür sorgt, dass wir hier in Bayern zweimal die Woche das Bad putzen müssen, weil alles wieder voller weißer Kalkränder ist. Auch wenn ich hoffe, dass bei euch im Bad keine Algen und Moose wachsen. Das Wasser muss sich also erst unterirdisch mit Carbonat anreichern und wenn es an die Oberfläche tritt, muss es auch direkt eher steil den Hang bergab gehen, damit sich eine solche Rinne auch bilden kann. Die Rohrbacher Steinerne Rinne hier ist schon recht eindrucksvoll. Hier im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen gibt es alleine 7 dieser Gebilde in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung. Die eindrucksvollste dieser steinernen Rinnen aber ist hier der wachsende Felsen von Usterling in der Nähe von Dingolfing. Der ist etwa 5000 Jahre alt und fast 40 Meter lang. Dabei hat er sich zu 5 Meter Höhe angetürmt und ist damit auch die größte dieser steinernen Rinnen in Deutschland. Die Messdiener der Usterlinger Kirche haben sich seit Generationen um das Schicksal des wachsenden Felsens gekümmert und dafür gesorgt, dass die Rinne von Hindernissen frei bleibt. Man hat sogar im Winter jeweils den Wasserlauf umgeleitet, um Frostschäden am Felsen zu vermeiden. Man war sich auch nicht zu schade, auf einem Altarbild in der Usterlinger Kirche die Taufe Christi an den wachsenden Felsen zu verlegen. Ist halt künstlerische Freiheit. Schon seit 1937 steht das Gebilde unter Naturschutz und inzwischen kümmert sich die Naturschutzwacht des Landkreises Dingolfing-Landau um den wachsenden Felsen. Hätte sich über die Jahrhunderte niemand um den Felsen gekümmert, sähe er heute nicht so imposant aus. Sowohl die steinerne Rinne nahe Rohrbach als auch der wachsende Felsen von Usterling sind leicht erreichbar mit einem Parkplatz nur 100 Meter entfernt und einem leicht zu begehenden Weg. An der Rinne entlang ist jeweils eine Treppe mit Geländer bzw. ein hölzerner Pfad. Vielleicht werde ich noch andere steinerne Rinnen besuchen, für heute soll es aber genügen.